Et? Puy-en-Velay, Santiago, Paris, Okay. Santiago par le Camino del Norte. Oh, En France, bon chemin. okay, En krass. Espagne, bon camino. Jetzt bin ich in Frankreich, ein eigenartiges Gefühl. In Österreich und selbst in Italien war es einfach. Mit meinem wenigen Brocken Italienisch und mit Händen und Füßen kann man sich ausreichend gut verständigen. Aber wie wird das nun in Frankreich werden? Wer glaubt, man sieht mit den Augen alleine, der irrt. Wer ausschreitet, lernt mit dem ganzen Körper zu sehen. Aber jetzt bin ich in einer der reichsten Gegenden der Welt. Welch ein Gegensatz. Durch enge Gassen zwinge ich mich in die Metropole. In Monaco am Strand gönne ich mir ein Glas Champagner mit Oliven und Chips. Um 48 € schlafe ich normal eine Nacht wo unter. Wie schon Paul Klee wusste, zu Fuß kann man besser schauen. Und er hat gemeint, Zeichnen ist die Kunst, Striche spazieren zu führen. Offenbar war er so wie ich auch reichlich in der Natur unterwegs. In Antibes habe ich die Möglichkeit, eine Picasso-Ausstellung zu besuchen. Eine nette Abwechslung nach den langen Fußmärschen. Das Wetter dreht sich. Bei meinem Einmarsch nach Cannes fängt es zu regnen an. Vorbei geht es an den prunkvollen Hotels und den prominenten Plakaten, bis ich selbst am roten Teppich stehe. Lorsque je t'aimais tant, au pays merveilleux de nos 16 printemps, petite fleur d'amour. Im Gehen stößt man immer wieder auf interessante Plätze und kleine Sehenswürdigkeiten, die man sonst nicht entdecken oder wahrnehmen würde. Ich wandere durch den Nationalpark Esterel und treffe auf eine lustige Radfahrerrunde, die nach Saint-Raphael unterwegs sind. You are too, yes. Hey! Et nome? Philipp. Albert. Albert. Okay. Nichts entgeht der eigenen Aufmerksamkeit. Jeder Stein, jede Pflanze wird zu einem Gesprächsangebot. Wald wird zu einzelnen Bäumen. Bald bin ich selbst in Saint-Raphael.
Ich sehe die Zeit mit anderen Augen. Vielleicht ist das Zitat nicht richtig. Für mich ist nicht der Weg, sondern der besondere Augenblick das Ziel. Bei meiner Wanderung ist mir die Begegnung mit den Menschen und das Eintauchen in die Natur und in die Situation immer besonders wichtig. In der Weinprovence Purasol komme ich nicht nur zu einem guten Glas Rosé, sondern auch zu einer Michelangelo-Ausstellung. Weiter geht's durchs Weinanbaugebiet von Châteauneuf. Vous voulez goûter du rosé? Si. Oui, pardon, oui. Oui. Ok, Drienes, Rosé, perfekt. Bei meiner nächsten Unterkunft lerne ich die französische Küche von ihrer besten Seite kennen. Bienvenue Albert, bienvenue ici à Flassan-sur-Issole dans le Var. C'est un petit restaurant chambre d'hôte Le Belvédère, chez nous. Et ben, on est ravis de vous rencontrer. Oui, merci. Et Stefano ist der Chefkoch. Ja, Stefan. quand c'est bon, c'est moi. Simon und Stefan, ein freundliches Paar. In ihrem Restaurant de Charme bleibt kein Wunsch offen. Wenn Caro meine Filme gesehen hat, ich bin jetzt voll da drin. Immer wieder bin ich fasziniert vom Detailreichtum der Natur. Aber man sieht eben nicht nur schöne Dinge, sondern auch die Kehrseite der menschlichen Seele. Was man nicht mehr braucht, wird einfach entsorgt. Dieser achtlose Umgang mit der Natur stimmt mich traurig. Umweltsünden in klein, aber auch in groß. Die Wohnhäuser stehen hier ganz in der Nähe eines Kernkraftwerks. Sind sich die Menschen der Gefahr bewusst? Das Naturschutzgebiet von Bouc-Bel-Air ist eine schöne malerische Landschaft. Doch auch hier, mitten auf meinem Weg, liegt Müll und Dreck. Und man soll es nicht glauben, weit ab von Fluss, See und Meer ein Schiff. Da steht nirgendwo ein Wasser und da steht. Das ist nicht dabei. In Le Pen-Mirabeau, 15 Kilometer von Aix-en-Provence, treffe ich auf einen Pilgerpunkt. Ich richte mich nach Osten. 1500 Kilometer habe ich jetzt schon zurückgelegt.
Aus Mühsal entsteht Freiheit. Kurz bevor ich in die Camargue komme, gehe ich über 12 Kilometer der Esso-Raffinerie vorbei. Mit der Fähre geht es in die Gemeinde Arles. In Salon-de-Giron liegt der längste unbesiedelte Küstenstrand des Mittelmeers. So erklärt es mir Erik, der mit mir und Valerie eine Privatführung macht. Der sehr flach und lehmige Boden, übersät mit Teichen, eignet sich besonders gut für die Gewinnung von Meersalz. Es ist auch die Region Frankreichs, wo die Verdunstung am intensivsten ist. Ein Eldorado für die Flamingos, die das Wahrzeichen der Camargue sind. Immer wieder, wenn ich von der Zivilisation zurück in die Natur eintauche, entschleunigt sich für mich die Welt. Verbotene Wege haben es mir irgendwie angetan. Die Menschen, die mich schon begleitet haben, wissen, von was ich rede. Aber wie wäre ich sonst zu den Wildpferden der Camargue gekommen? Es war immer ein Traum, diese weißen Pferde in der freien Wildbahn zu treffen und vielleicht auch zu berühren. Das ist ein traumhafter Tag. Wahnsinn. Sie hat erlebt. Doch meine Begeisterung für verbotene Wege stößt nicht immer auf Begeisterung. Das darf man nicht. Aber ich habe mir jetzt nichts geschissen und bin reingegangen. Aber ich muss gleich weg. Angeblich darf man das nicht. Wie gesagt, das ist alles privat. Sie! Ankunft in Arles, eine Stadt an der Rhône. Sie ist berühmt als Inspirationsquelle für die Gemälde von Van Gogh. Arles war einst die Provinzhauptstadt des Römischen Reiches. Ich besuche das Amphitheater, wo heute noch Stierkämpfe und Konzerte veranstaltet werden. Van Goghs Wohnhaus liegt fast auf meinem Weg.
In der Stadt pulsiert das Leben. Durch die viele Einsamkeit in der Natur bin ich das gar nicht mehr gewohnt. Der funkelnde Diamant der Kultur, der Geri-Turm. Plötzlich bin ich mitten im Geschehen und ich werde vom französischen Stierkampffieber gepackt. Zum ersten Mal sehe ich live, wie ein Stier mit bloßen Händen gefangen wird. Für dies auf eigene Gefahr und Verantwortung. Das Ende der Veranstaltung wird durch ein Reiter beschützen und kontrollieren die Situation. Nicht immer geht es ohne Verletzungen ab. Nach dem Ruhetag geht es wieder zurück in die Natur, vorbei an den Mutterstierherden, von denen ich großen Respektabstand halte. In Montpellier angekommen, muss ich mir am rechten Fuß eine Blase versorgen. Das Pilgern und die tollen Erlebnisse muss man von Zeit zu Zeit mit Schmerzen bezahlen. Schon sind 2000 Kilometer geschafft. I'm an agriculturalist. I'm an agricultural engineer. Okay. Tropical Tropical, one. So yes. I lived 30 years in the tropics, Oh, and then I came here. wow, wow. Now, it's a pristine environment because at every time of the year you have flowers. The light in the water. I have videos of the lines here. In Bussig lerne ich Michael kennen. Er ist Botaniker. Sein Spezialgebiet tropische Pflanzen. Auf einem Rundgang führt er mich in Flora und Fauna der Gegend ein. Bussig ist bekannt für die Austernzucht. Ohne zu fragen, schaue ich mir die Austernzucht an und mache gleich eine kleine Dokumentation. Der Besitzer der Farm kommt auf mich zu und fragt mich, was ich hier eigentlich mache. Nach einer kurzen Erklärung meines Vorhabens werde ich herzlich aufgenommen und zu frischen Austern eingeladen. Fabrik, so wird es da gemacht. Ich zeige euch das einmal. Die Austern. Ganz frisch. Bonjour.
ein Leben wie Gott in Frankreich. Im Regen komme ich nach Béziers. Die Stadt liegt am Fluss Orb und dem Canal du Midi. Ich besichtige den Park der Poeten, die Kathedrale Saint-Nazaret und das Theater. Es regnet noch immer. Eine Obdachlose kann ihre Habseligkeiten nicht in Sicherheit bringen. Ohne zu spenden bringe ich es nicht übers Herz, vorbeizugehen. Der von Pierre-Paul Rollet geplante Kanal verbindet das Mittelmeer mit dem Atlantischen Ozean und kreuzt bei Béziers den Fluss Orb. Unweit davon gewinnt der Kanal mittels 7 Staustufen an Höhe. Das lange Gehen bringt mich zum Sinnieren. Für mich ist diese Pilgerschaft wie eine Reise aus der zivilisierten Welt, die wir erschaffen haben, hinein in die Natur, die uns geschaffen hat. Der Körper, das spüre ich beim Gehen, ist bei jedem Schritt nicht nur Fortbewegungsmittel, er ist auch Lastenträger. Jedes Kilo mehr oder weniger macht sich da bemerkbar. Mein Weg begleitet mich über 100 Kilometer entlang des Canal du Midi. Schaut sehr nach Gewitter aus, es donnert auch schon, aber es ist ja da und da. Anatomisch gesehen ist das Wandern ein komplexer Vorgang. 600 Muskeln und 100 Gelenke sind beim Bewegungsablauf des Gehens beteiligt. Wir sind anständig angeschwollen. Der Stadtkern von Carcassonne ist ein mittelalterliches Wahrzeichen und liegt auf einem Hügel der Altstadt. Sie wird auch als Festung bezeichnet. Im Mittelalter lebten hier 3.000 bis 4.000 Menschen. Carcassonne wurde wegen der historischen Festung auch als Drehort für viele Filme verwendet. Walt Disney holte sich hier Inspiration für die Filme Schneewittchen und Dornröschen. Auch der Abenteuerfilm Robin Hood, König der Diebe, wurde hier gedreht. Auf einem der Kanäle sehe ich ein Hausboot. Auf so einem Boot zu übernachten, denke ich, wäre keine schlechte Idee. Aber nicht immer hat man die glücklichsten Einfälle. Der Zustand des Boots ist unannehmbar und ich komme mit dem Besitzer ins Diskutieren. Die Situation droht zu eskalieren. Die Nachbarn, eine Familie aus Südafrika, nebenan werden auf den Streit aufmerksam.
Wie sie erfahren, von wo ich komme und wohin ich unterwegs bin, laden sie mich auf ein Abendessen ein und ich kann bei den freundlichen Rettern übernachten. Voilà. Bon appétit! Bon Appetit. Yes, I have luck. I have luck. There's a family that cares. it's not a good day, but okay, do it. Oh, c'est bien plus fort que moi, je ne peux pas m'empêcher de fantasmer sur toi. In der Ferne sind bereits die Pyrenäen erkennbar, aber es gibt Tage, da sinkt meine Motivation. Ich bin jetzt wirklich schon sehr lange und viele einsame Kilometer unterwegs. De cette nouvelle conjoncture, de cette étrange dictature. Wie lange bin ich eigentlich schon unterwegs? Manchmal frage ich mich das. Ich habe schon nach 14 Tagen jegliches Zeitgefühl verloren. Ich tue mich schwer auszurechnen, wie viele Tage ich schon dahin pilgere. Es ereilt mich eine Nachricht. Mein Freund Kali will zu mir kommen und mit mir eine Strecke gemeinsam gehen. Das beflügelt mich wieder. Ich nehme mir einen Ruhetag. Bei Valerie habe ich eine traumhafte Unterkunft mit Blick auf die Pyrenäen. Nur noch 90 Kilometer bis Tarbes. Dann treffe ich auf Kali. Die Aussicht, wieder einen Teil der Strecke, eine lustige Begleitung als Unterstützung zu haben, gibt mir einen gewaltigen Motivationsschub. In Tarbes, in der Nähe von Toulouse, warte ich am Bahnhof auf ihn. Ich freue mich sehr. Karl ist schon beim Packen. Dauert ein bisschen immer, ist eh klar, bis man alles benannt hat, aber. Vor allem am ersten Tag ist es ein bisschen hakelig. Ja. Dabei? Ja. Schauen wir, wie es geht. Schauen wir mal, wie es geht. Wir hoffen. Es Okay. regnet, leider. Stark Okay. mit Regen. Der Regen hat uns, aber Gott sei Dank nicht so stark. Sein erster Stempel ist ihm sicher. Parce que c'est par là. Die Natur in den Pyrenäen ist einzigartig. Hier gibt es viele verschiedene Lebensräume und Ökosysteme und deshalb auch eine Vielzahl von verschiedenen Arten von Pflanzen und Tieren. Kurz nach Lourdes treffen wir auf die ersten Pilger vor der spanischen Grenze. I'm from Uruguay and I go to Santiago de Compostela. Hey, yeah, you. My name's Jigos, and I'm on my way to Portugal, following the Camino. Yes, wow. Compostela. Wow, great. Kali bringt viel Kraft und Energie mit. Das ist ein wichtiger Ausgleich, denn meine hat in den letzten Tagen merklich nachgelassen. Mit letzter Kraft schleppe ich mich die letzten 35 Kilometer nach Saint-Jean-Pied-de-Port. 2 volle Tage und Nächte brauche ich, um mich wieder zu erholen, bevor wir endlich den Weg auf dem Camino Frances fortsetzen können. Wir haben diesen Originalweg durch Spanien gewählt. Durch Frankreich bin ich 1226 Kilometer gewandert. Zum Schluss mehr gestolpert, aber auch wer hinkt, der geht. Saint-Jean-Pied-de-Port liegt direkt an der Grenze zu Spanien. 76 Kilometer von der spanischen Stadt Pamplona
und 53 Kilometer von der Atlantikküste entfernt. Die Stadt ist ein wichtiger Ort am Jakobsweg, zugleich letzte Station auf französischem Boden. Hier beginnt für die meisten der eigentliche Jakobsweg. Gut erholt geht es auf die Pyrenäen zu. Hier begleiten uns schon mehr Pilger. Sie kommen aus der ganzen Welt. Ein Bartgeier hoch oben über uns begleitet uns ins Zielland Spanien. Auf 1430 Meter überqueren wir den Leopardenpass. Der Weitblick ist ein Wahnsinn. Die Luft hier in der Höhe ist allerdings rau und kalt. Mit 1431 Höhenmeter bergauf und 546 Meter bergab ist für viele Pilger der erste Tag ihrer Wanderschaft eine Tortur. Die Landschaft erinnert an das mitteleuropäische Mittelgebirge. Dichte Wälder, Weiden und kleine Dörfer. Der Fluss Rio Arga führt uns nach Zubiri. Ankunft in Pamplona. Die Stadt gibt nicht viel her, auch wenn die Kathedrale Santa Maria la Real de Pamplona das geistliche Zentrum des spanischen Erzbischofstums Pamplona ist, wie wir erfahren. Das Wandern auf den Trampelpfad der Pilger ist ganz anders als mein Weg über 3000 Kilometer davor. Die Wege sind perfekt beschildert, gelbe Pfeiler und eine Muschel markieren den Weg. Es liegen zahlreiche Quartiere am Weg. Die Preise für die Übernachtungen rangieren von 0 € für eine einfache Pilgerunterkunft bis etwa 70 €. Um diesen Preis bekommt man schon recht schöne Zimmer. Über die mittelalterliche Brücke gehen wir über den Fluss Rio Ego nach Estella di Serra. In Olivengärten finden wir eine Raststation. Zahl, was du geben willst. Come on, sit down. Ein Schmiedemeister am Wegrand animiert die Pilger, Erinnerungsstücke zu kaufen. Da ich weiß, wie schwer sich jedes Gramm mehr über die Kilometer anhängt, halte ich mich zurück. Nur 3 kleine Mitbringsel verstaue ich in meinem Rucksack. Vorbei geht's am Weinbrunnen, der immer fließt. Köstlich, so ein Schluck Rioja. Immer wieder gibt es Begegnungen mit anderen Pilgern. Ein wenig plaudern, dann geht jeder sein Tempo weiter. Los Arcos präsentiert sich traumhaft schön. Viele Steinmännchen stehen am Weg, ein Brauch, den man von Indien bis Skandinavien ebenfalls beobachten kann. Spät nachmittags treffen wir in Logroño ein.
Diese Stadt ist bekannt für die besten Tapas der Welt. Come nome? Nome? Piccio de Ciampi. Piccio de Ciampi. Okay. Wow. Is here is the best. Deportista. Prego. Wir kommen ins Rioja-Gebiet und jetzt wird es wirklich heiß. Die erste Hitzewelle des Jahres 2022 überrollt uns. 33 Grad im Schatten und das Mitte Mai. In Navarrete angelangt, kocht das Wasser schon unter unseren Kappen. Wandern hat auch viel mit Hoffnung zu tun. Wo komme ich hin? Wo mache ich Mittagspause? Finden wir ein Quartier? Werde ich etwas erleben? Diese Hoffnung ist aber mit einer gewissen Lust, der Wanderlust verknüpft. Ein faszinierender Begriff, der für mich eben mit Hoffnung, Freiheit, Fernweh und Abenteuer verknüpft ist. Zur Wanderlust gehört auch die Lust, etwas Neues zu entdecken, fremde Umgebungen und Leute kennenzulernen, sich auf das Unerwartete einzulassen und all diese Eindrücke zu verarbeiten. Bene? Bravi. In Kyrena lernen wir Patrick und Jeanette kennen. Die zwei werden etwas später noch eine wichtige Rolle für Kali spielen. Die Pfarrkirche in Kyrena, sie ist dem Apostel Andreas geweiht. Je näher wir nach Burgos kommen, umso heißer wird es. Am Weg finde ich zwei weiße Handschuhe, wem die wohl gehören. Eine Mutter mit ihrer Tochter aus Südkorea. Okay. Para llevar comida, mangiare. Mangiare. Oh, no dormir. No dormir, bicicleta. Y por la noche. Das Ausloten der eigenen Körpergrenzen macht mir bewusst, dass auch mein Körper Teil der Natur ist. Burgos, die Hauptstadt der spanischen Gemeinschaft Kastilien und León. Die im französischen Gotik erbaute Kathedrale ist der heiligen Maria gewidmet. Darin befindet sich das Grab von El Cid, einem militärischen Anführer aus dem 11. Jahrhundert. Wow, impresionante. Bueno, muy bien. Que tengáis buen camino. Die Stadt lebt dem Flamenco. In den Weiten des Rabe de las Calzadas treffen wir auf drei Italienerinnen, die in Burgos gestattet sind. Gabriella. Deborah. Maria. Io sono di Bari, noi siamo pellegrini. Buon cammino! Vor Freude unserer Begegnung wird gleich ein Lied im Feld angestimmt. Oh,
Nein. You miss Grace? Das ist gut. Durch die Monotonie bekomme ich meinen Rhythmus. Atmung und Bewegung, alles bildet eine Einheit. Ich meditiere. Das macht mich leer. Dann kommen Gedanken, die auf diese Leere gewartet haben. Ich lasse mein Leben Revue passieren. Ich denke über Familie und Freunde nach. Mein Leben, meine Erlebnisse und meinen Lebensentwurf. An der Strecke liegt eine Pilgerherberge. In diesem Fall gibt es sogar eine ärztliche Verpflegung. Nach Fromista beginnt Carlis Fuß zu schmerzen. Er beißt die Zähne zusammen und geht weiter. Ja, der linke ist ein bisschen geschwollen. Warte, bleib. Dem Rio Ucieza entlang geht es nach Carrión de los Condes. Carlis Schmerzen haben stark zugenommen. Durch Betreuung von Patrick und Jeanette, Physiotherapeuten vom Beruf, die wir vor einigen Tagen kennengelernt haben, den richtigen Medikamenten von der Tierärztin Maria, die sich ebenfalls auf Pilgerfahrt befindet, geht es nach 48 Stunden weiter. Ja, Kalle, ist zwar ein Tag Ruhe da und das geht wieder. Für die Hilfe koche ich für die Runde eine Gemüsesuppe. Regarde, là il dit rien. Non, 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 ça veut rien. Non? Donc. Here. Pasticceria, Chocolate. cioccolato. Bonbon. Che figo, non lo sa nessuno cosa avete detto ed è una cosa fighissima. Jetzt habe ich bereits 3200 Kilometer in den Füßen. Das gehört gefeiert. Ce ne stiamo andando dal bar, questi sono tutti scemi. Italiani, 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 italiani. Am Jakobsweg wird erzählt, dass ein Holländer von Amsterdam und ein Belgier von Brüssel auf der Strecke sind. In Moratinos begegnen wir uns. Alberto, Morgen, Kalle, wo haben wir nicht geschlafen? In Calzada del Ihnen Coto Sarkanen? treffen wir auf Mutter Elisa. Sie war so herzlich. Yo soy de aquí, yo nací aquí. Okay. Pero después tuve un novio, porque yo estuve en todas las casas de los ricos. Ah, de los ricos. Mira, Capito. yo cuando... Auf dem Salzkammergutzeller. Ja, Lose von Katja aus Ebensee. okay. Faschingshochburg. Ja, Wahnsinn. Wir gehen seit 13 Jahre. Ja, jetzt Jahr für Jahr. Wahnsinn. Leon,
Hauptstadt der Provinz León. Sie beherbergt zahlreiche Kirchen und Kathedralen, die für die Architektur bekannt sind. Darunter ist die gotische Kathedrale de León aus dem 13. Jahrhundert. Der blaue Himmel inspiriert uns, wieder ein Lied zu singen. Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro e lungo per me, mi accorgo. In Santa Maria gibt es einen besonderen Stempel, den brauchen wir in unserem Pass. In San Justo de la Vega treffen wir nach 4 Wochen wieder auf Goyo. Yes, this was in France just before the Pyrenees. We met. Yes. And then we split ways. Yes. And then you crossed the Pyrenees in one part and I crossed the Pyrenees in another part. And we kind of been following each other kind of the last few days. Okay. And now we're kind of walking at the same pace. Yes. Very close to Compostela. Yeah. Hola. Here, self-service. So you speak many languages, I hear. Yeah, I speak English, French, Italian and Spanish. Yes. It's quite useful. For example, yesterday we had a meal with 4 different nationalities and I was kind of translating. So that meant that 4 people who spoke 4 languages could interact and that was beautiful. Wow. Okay, grateful. And what do you hear on the way? Oh, it's funny, the Camino, there's a kind of like radio Camino, you can hear many things. Yes. One of the things is, I heard that you're a legend, man. Tell me about this guy, this crazy El Loco. He's been walking for months and I was like, yeah, I know him, Alberto, the Austrian guy, yeah, I know him. And so, yeah, It's Astorga, etwa 50 Kilometer von León entfernt, liegt in einer Höhe auf 870 Meter. Sie ist Bischofssitz der größten Diözese Spaniens. Die Kathedrale Santa Maria aus dem 15. Jahrhundert und der neogotische Bischofspalast von Antoni Gaudí gehören zu den Hauptsehenswürdigkeiten. In Astorga existiert eine lange Tradition der Süßwarenherstellung. Alberto macht heute sein Mittagsschlaferl mitten in die Wespen und in die Lavendelblüten. In Brazuello zünden wir in Gedenken an unsere Familie jeder eine Kerze an. Wir bewegen uns jetzt auf einem Hochplateau in ca. 1000 Meter Seehöhe. Die Gegend gehört zur regenreichsten Region in ganz Spanien. Wieder mal. der Kontrast. Das ist unglaublich. Hello Alberto, Yeah. My name is Rio. I'm from Virginia, the College of William and Mary, and I'm here teaching students about the Camino. Yes, Life. yes, life. Happiness. Das Cruz de Ferro auf 1531 Meter ist zwar schlicht, gehört aber zu den eindrucksvollsten Plätzen am Jakobsweg durch Spanien. Aus einem großen Steinhaufen ragt ein schlichter Eichenpfahl. Darauf sitzt das kleine Eisenkreuz. Nach einem Pilgerbrauch nimmt man einen Stein von zu Hause mit.
Symbolisch packt man all seine Seelenlasten in dem Stein ab. Auch ich lege meinen Stein, den ich von zu Hause mitgenommen habe, hier ab. 3 Monate ohne Frau. Bei der Jausenstation treffen wir auf die fesche Cassandra. Eine kleine Entführung gefällig, ihr Mann spielt bei dem harmlosen Scherz mit. Am Weg werden immer wieder müde Pilger mit dem Taxi abgeholt. From America! Very excited to listen to your music. We're big indie fans, so we think Combat Beach will be right up our alley. Alte Steinhäuser aus früheren Zeiten. In Molina Seca fühlt man sich in die Vergangenheit versetzt. Man glaubt sich im tiefsten Mittelalter wiederzufinden. Das Wetter hat umgeschlagen. Beim Einzug nach Ponferrada noch Sonnenschein. Beim Weiterwandern schüttet es aus Kübeln. Das Ziel rückt immer näher. Alle echten Pilger wissen, von was ich spreche. Leiden, Schmerzen, Durst, Erschöpfung, dem Wetter fast ohne Schutz ausgesetzt. Wir wandern durch einen riesigen Kastanienwald. Na perfetto. E te? Mare? Okay. In Vega de Vagasse treffen wir auf einen spanischen Jodler. Wie man hört, er übt noch. Canto? Si canto. Ein letztes Video, weil es so schön ist. Kann mich gar nicht genug sehen. Glücklich. Ja, da glücklich. Wir müssen wirklich sehr fertig ausgesehen haben. In Ociprayo schenkt man uns aus Mitleid Sandwiches. Would you care for a ham sandwich? Yes. We have it actually. We thought you might like it. Okay, thank Im you very nächsten much. Ort sind keine Zimmer mehr frei. Zu guter Letzt kommen wir dann aber doch in einer Herberge mit Mehrbettzimmern unter. Bislang habe ich von Corona kaum was gemerkt. Aber am nächsten Tag erwischt es uns fast. Wir erhalten einen Anruf. 5 Pilger aus unserem Zimmer wurden positiv auf Corona getestet. Wir blieben Gott sei Dank verschont. Paderborn. Paderborn, Ja, hey, super. Paderborn. Und ihr seid auch schon 5 Wochen unterwegs? 4. 4 Wochen, 4 Wochen. Ja. Okay, Sehr und, schön. und eure Namen sind, wie wir sind? Horst, Johannes. Johannes, ja. Und das Alter sagen wir nicht dazu, weil das ist ja schon... das ist nicht. Das, aber grandios, das ist einmal ein Ziel von mir auf jeden Fall. Gut ist. Unterwegs treffen wir auf eine Schulgruppe aus Sevilla.
Die letzten 100 Kilometer sind angebrochen. Ich kann es gar nicht glauben. Jetzt aber schnell runter. Das ist der historische Weg nach Porta Marina, ein bisschen steinig. Die Brücke über den Minho ist ein obligatorischer Durchgangspunkt für die Jakobspilger. Jetzt sind es nur noch 58 Kilometer bis nach Santiago. Zu diesem Zeitpunkt bin ich 58 Jahre. Während des Wanderns habe ich mir vorgenommen, während dieser Kilometer jedes Lebensjahr nochmals geistig zu durchleben. Das Ziel somit gleichzeitig meine Geburt. Bei den galizischen Dudelsackspielern reißt es mich mit. Ich trommle mit. Kilometer für Kilometer wandere ich meinem Leben Jahr für Jahr zurück. Gleich hinter dem Wald ein Bienenschwarm. Nur schnell weg, aber dann ist es soweit. Santiago de Compostela, 3600 Kilometer. Heute ist der Tag, heute ist die Ankunft. In Santiago geht es zur Urkunde und anschließend zur Kathedrale. Ein Traum geht in Erfüllung. Gemeinsam mit meinem Freund Kali bin ich die letzten 1000 Kilometer gegangen. Insgesamt liegen 3770 Kilometer hinter mir. Mit den Pilgerfreunden wird gejubelt und das Erreichte gefeiert. Bei der Messe in der Kathedrale werde ich noch namentlich erwähnt. Das ist Tradition, wenn Pilger von so weit herkommen. Als ich höre, von Wien ist ein Pilger zu uns gekommen, kann ich es kaum fassen. Die Emotionen steigen in mir auf. Noch voller Gedanken, Rührung und Emotion kehren wir auf den Platz vor der Kathedrale zurück. Kali geht die letzten 3 Tage nach Fisterra alleine weiter. Dort erwartet ihn seine Frau Bea. Wo gehst du jetzt hin? Jetzt fahren wir nach Finisterre. Wie lange bist du unterwegs? Noch 3 Tage, weil da kommt die Beate. Du musst ja da sein. Gute Reise alleine, gell? Mit Manuela gehe ich die letzten 90 Kilometer bis ans Ende der Welt. Ja. Ans Ende der Welt. Ja. Am Rio Tambre in der Nähe von Negraia treffe ich auf Sophie und Timothy, 2 Wanderreiter. Es sind die ersten Reiter, die ich auf dieser langen Strecke treffe. And from where are you? From Nantes, which is to the west. Yes. From Lyon in France. Lyon in France. Wow, it's many kilometers to here. Not more. And you are on the road
how many days or how many months? 2 months. 2 months. Wow, congratulations. Wow, wow. Nach 3 Tagen Wanderung kann ich das Meer schon riechen. Finisterra heißt übersetzt Ende der Welt. Für mich bedeutet das Erreichen dieser Stadt das Ende meines langen Wegs. 156 Tage, 3860 Kilometer waren es insgesamt. Und das alles ohne gesundheitliche Probleme. Viel Erfahrung und Abenteuer nehme ich von diesem langen Weg für mein zukünftiges Leben mit. Ich bin dankbar. Dankbar, es gut überstanden zu haben und dankbar, das alles erleben zu dürfen. Den letzten Kilometer wandere ich barfuß bis hinaus zur äußersten Spitze des Kaps. Glücklich erlebe ich mit Manuela den Zielpunkt 0. Gemeinsam gehen wir meinen letzten Stempel holen. Auf der Südspitze des Kaps setze ich mich auf einen Granitstein und blicke in die Ferne.